Kennst du das? Du hast eigentlich alles richtig gemacht, sauber gesprüht, gutes Motiv und trotzdem wirkt das Bild irgendwie flach. Dann fehlt dir wahrscheinlich genau das, worum es hier und heute geht, die Tonwertabstufung. Hallo, mein Name ist Rainer Gode-Johann alias Godi von der Wasserstraße. Willkommen auf meinem Kanal GoDesigns, Airbrush-Malerei, einfach verstehen und erleben. Hier lernst du die Grundlagen der Airbrush-Malerei systematisch, verständlich und praktisch. Heute direkt im Skizzenbuch. In diesem Video geht es um das, was deiner Zeichnung Körper und Volumen gibt, die Tonwertabstufung. Wir schauen uns an, was das ist und sprühen dann gemeinsam eine ganz einfache, aber extrem wirkungsvolle Übung. Wenn du die Airbrush-Malerei wirklich verstehen und mit mir gemeinsam üben willst, dann klick jetzt auf Abonnieren und gebe dem Video einen Daumen nach oben. Gerade wenn du neu dabei bist, hilft dir das, nichts Wichtiges zu verpassen und mir hilft es damit, diesen Kanal weiter aufzubauen. Was ist eigentlich ein Tonwert? Der Tonwert beschreibt, wie hell oder wie dunkel etwas erscheint, und zwar ganz unabhängig von der Farbe. Denn jede Farbe hat einen Tonwert, der zwischen 0% und 100% liegt. Die Tonwertabstufung zeigt den Übergang zwischen den Prozenten von 0 bis 100 eines Tonwertes. In unserem Fall von weiß nach dunkelgrau, quasi von Licht zu Schatten. Mit dieser Übung lernst du, wie du deiner Airbrush-Pistole feine Übergänge in einer Fläche erzeugst. Denn wenn du das kontrollierst, beherrschst, kannst du jede Form plastisch wirken lassen und das ganz ohne Kontur. Jetzt geht's los. Hol ein Skizzenbuch raus, denn wir sprühen jetzt eine Tonwertabstufung. Das Ziel ist es, eine gleichmäßige Tonwertabstufung zu erzeugen von gefühlten 100% nach 0. Ja gut, dann starten wir jetzt direkt durch. Ich habe hier schon was vorbereitet. Das ist einfach nur ein quadratisches 250 Gramm Blatt ausgeschnitten, damit wir hier in unserem Sketchbook eine vernünftige Fläche haben, die wir dann entsprechend mit der Tonabstufung bearbeiten können. So, zeichnen wir eben kurz das Quadrat auf. Und jetzt kleben wir diese Fläche entsprechend einmal ab. So. So. Damit wir jetzt die Ränder noch etwas schützen, machen wir das Gleiche dann einfach hier. Einmal noch mit A4-Blätter zu. Und wenn du dich fragen solltest, was das für ein Abklebeband ist, das ist ganz pflegeleicht gegenüber dem Papier. Ich habe dir das in der Videobeschreibung verlinkt.
wir jetzt so zu kleben. Und dann wären wir da schon mit fertig. Kommen wir jetzt zur Tonwertabstufung. Unsere Aufgabe wird heute sein, die Tonwertabstufung von oben nach unten zu sprühen. Das heißt, wir werden hier oben 100% sprühen und nach unten versuchen, auf 0 zu kommen. Wir werden es nicht schaffen, jeden einzelnen Prozent sichtbar zu sprühen. Dazu nehmen wir unsere Airbrush-Pistole, nehmen wieder Wasser dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tropfen. Und nehmen wir das fertige Grau. Einmal kurz schütteln und jetzt nehmen wir da 2 Tropfen Grau. 1, 2. Kurzer Tipp, Wasser hilft dir, die Tonwertabstufung ganz sauber zu sprühen. Umso höher du verdünnst, umso besser wird die Tonwertabstufung. Am Anfang hat man immer den Hang, auf Sicht zu sprühen. Das heißt, man will sofort was sehen. Und genau das versuchen wir jetzt hiermit abzustellen. Versuche nicht auf Ergebnis zu sprühen, sondern versuche wirklich sauber von oben nach unten zu sprühen. Fangen wir damit jetzt einmal an. Und zwar einmal kurz hier die etwas dickere Farbe noch raussprühen, die sich vorne an der Düse angesammelt hat. Und jetzt können wir auch schon entsprechend beginnen. Wir fangen oben an und sprühen parallel zur Oberkante in unser Quadrat und hören nach circa 1/3 damit auf. Das hat den Grund, dass wir jetzt wieder von oben anfangen und da die zweite Schicht Farbe drauflegen. Machen wir also weiter. Jetzt haben wir unsere zweite Schicht Farbe aufgelegt und wir sehen auch schon ein Ergebnis. Das reicht aber noch nicht. Wir geben die dritte Schicht drauf. Und wie du siehst, so langsam, aber sicher entwickelt sich von oben herunter schon eine kleine Tonwertabstufung. Hier oben ist es schon dunkel und nach unten bleibt es hell. Und genau das wollen wir erreichen. Wir nehmen wieder Wasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wieder unser fertiges Grau. Ein Tropfen diesmal. Mischen. Kurz aussprühen. Und jetzt sage ich dir auch, warum ich rechts und links abgeklebt habe. Und zwar will ich die Fläche hier innen drin nicht zerstören. Und ein häufiger Fehler, der sieht so aus. Du fängst an, bleibst hier gut stehen, da auch. Und so entstehen in deiner Fläche die Punkte, aber die wollen wir ja nicht haben. Deswegen fang außerhalb deiner Fläche an zu sprühen und dann geh entsprechend in die Fläche und sprüht parallel von oben nach unten. Und das ist die Vorgehensweise bei einer Tonwertabstufung. Nehmen wir uns noch ein wenig Farbe, wieder 6 Tropfen Wasser und 1 Tropfen Grau. Mischen, einmal kurz antesten. Und jetzt mache ich das hier noch einmal, was normalerweise passiert. Das ist ein häufiger Fehler. Stehen bleiben, wieder zurück, stehen bleiben. Und dann entstehen diese Punkte. Und diese Punkte wollen wir vermeiden mit dieser Übung. Denn wenn du dir diese Übung einfach mal als Training nimmst und das auch ruhig als Aufwärmprogramm, dann wirst du feststellen, wow, ich bekomme die entsprechende Tonwertabstufung übergangslos hin, ohne dass dort Striche gesprüht werden.
Wir gehen wieder oben rein und du siehst, was da passiert. Mal schauen, wie das aussieht. Das nehmen wir weg. Das nehmen wir weg. Das nehmen wir weg. So, Klebebänder abziehen. Und wie du siehst, hast du deine erste Tonwertabstufung von gedachten 100 auf 0% gesprüht. Und wie du ganz gut erkennen kannst, dass hier keine Striche zu sehen sind, sondern dass der Übergang fließend ist. Du kannst natürlich jetzt, wenn du diese Sachen öfter übst, hier oben noch dunkler werden und unten aufpassen, dass du da auf 0 bleibst. Das war auch schon die Übung zur Tonwertabstufung. Fassen wir also noch einmal zusammen. Achte auf deinen Abstand zum Malgrund, arbeite von oben parallel von links nach rechts zuerst das erste Drittel der Fläche, dann beginnst du wieder von oben und arbeitest dich weiter runter ins zweite Drittel. Du musst nicht jeden Prozentwert der Tonwertabstufung sichtbar sprühen. Du musst den Übergang am besten fühlen. Wenn du das hier beherrschst, kannst du alles. Schatten, Form, Volumen, denn der Tonwert und die Tonwertabstufung sind das Fundament jeder realistischen Zeichnung, unabhängig vom Farbton. Ein Apfel ist im Grunde nur ein Kreis, der durch die Tonwertabstufung zum Körper wird. Deshalb ist diese Übung der perfekte Zwischenschritt zwischen Theorie und Anwendung. Sprüh diese Übung ruhig öfter und beobachte, wie dein Gefühl für Licht und Tiefe wächst. Im nächsten Video gehen wir einen Schritt weiter. Wir sprühen gemeinsam den Apfel mit dem Farbton Grau und der dir jetzt vertrauten Tonwertabstufung. Hat dir diese Übung weitergeholfen? Dann zeig mir es mit einem Daumen nach oben. Abonniere den Kanal für noch mehr praxisnahe Airbrush-Übungen und schreib mir gerne in die Kommentare, wie deine Tonwertreihe gelungen ist. Wir sehen uns im nächsten Video.